Sie! Ich? Ja, Sie! Kennen Sie das auch? Sie sind voller Energie und Tatendrang, können es kaum erwarten, die Welt zu verändern und Gutes zu tun? Ja, ja! Aber dann ist so heiß. Hitze ist seit Jahrtausenden der natürliche Feind von Aktivität und verantwortlich für schlimmes Klima. Aber nun hat die Kälteforschung eine neue Wunderwaffe gegen den Dämon Hitze entwickelt. Schnee! Schnee dringt tief ins Molekularsystem der Hitze ein und zerstört sie von innen. Früher war mir immer total heiß. Jetzt ist mir nicht mehr heiß. Danke, Schnee. Und wenn Sie jetzt anrufen, bekommen Sie dieses praktische Eiszapfenset gratis dazu. Schnee. Na, was hältst du von unserem neuen Werbespot? Besser als der letzte. Da hat niemand verstanden, dass es ein Werbespot für Schnee ist. Lalala, Backe, Backe, Pudel. Guten Morgen, Pudel. Was riecht hier denn so? Gut. Kuchen. Alles okay bei dir? Ja, warum? Naja, vielleicht bin ich heute etwas unausgeglichen. Wo ist denn die Sense, auf die du dich immer stützt? Oh, keine Ahnung. Am besten besuchen sie sofort. Ach, was? Ich werde ja wohl mal einen Tag ohne dieses alte Ding auskommen. Pudel, wir müssen unbedingt meine Sense finden. Oh, ein Penny. Jetzt könnt ihr gucken. Und? Freut ihr euch? Oh, Schatz, ist es das, was ich denke? Ja, unsere eigene Alligatorengrube direkt im Wohnzimmer. Naja, die anderen Alligatoren sind noch nicht gekommen. Da muss irgendwas mit der Lieferung schiefgegangen sein. Aber ein Alligator reicht doch. Los geht's. Ich bin Veganer. Herr Riebmann! Hallihallo, Herr Nachbar. Was ist das denn schon wieder? Das ist ein Schneeschieber. Ich meine, was soll ein Schneeschieber in meiner Wohnung? Na, Sie können Fragen stellen. Wenn Sie nur ein bisschen überlegen, merken Sie, dass die Antwort schon im Namen des Fahrzeugs mit drin ist. Schneeschieber. Na? Ich weiß, wozu ein Schneeschieber da ist, aber hier liegt kein Schnee. In Ihrer Wohnung liegt kein Schnee? Da muss was mit der Lieferung schiefgegangen sein. Schieß schon! Er ist der böse Roboter-Doppelgänger! Nein, er ist der böse Roboter-Doppelgänger. Schieß schon. Das ist doch nun wirklich nicht schwierig! Entscheide dich und schieß endlich! Ja, schieß endlich. An dem vielen Blut habe ich gemerkt, dass du nicht der Roboter bist. Aber ich kann nicht immer erst bluten, damit du dich entscheidest, was du tust. Deshalb habe ich deinen Doppelgänger so umgebaut, dass er mir bei Entscheidungen hilft. Roboter, soll ich jetzt zur Toilette gehen oder lieber nachher? Bestellen Sie 8 Kilo Schnee. Schnee? Wofür? Au! Ja, hallo? Ich würde gerne 8 Kilo Schnee bestellen. Danke. Wenn du mich fragst, solltest du den Roboter abstellen und... Roboter, sollte ich Professor Wilson fragen? Kreuzen Sie ein Eichhörnchen mit einem Zebra. So, du stellst den Roboter jetzt augenblicklich aus. Gleich. Sofort! Ich glaube, Ihre Lieferung ist angekommen, Herr Riebmann. Auf Wein. Aber da ich weiß, was in der Kiste ist, werde ich diese nicht öffnen. Warum das denn nicht? Weil Schnee nicht in meine Wohnung gehört. Das ist mein letztes Wort. Da werden die Waisenkinder aber traurig sein. Welche Waisenkinder? Die Waisenkinder, die ich zum Schlittenfahren eingeladen habe. Der Doktor sagt, dass ich den richtigen Winter nicht mehr erlebe. Gut, Herr Riebmann, Sie haben gewonnen. Ich werde Ihre Kiste öffnen. Aber nicht für Sie, sondern für die Waisenkinder. Der Doktor hatte recht. Aber anders, als ich dachte. Ich will euch zeigen, wie schön ich den Rest von unserem neuen Zuhause eingerichtet habe. Und dabei hat mir dieses Buch hier sehr geholfen. Feng Shui Chi.
Feng Shui-Zid. Feng Shui-Zid, die chinesische Lehre des gefährlichen Einrichtens. China? Ist das nicht da, wo ein Sack Reis umfällt, wenn hier was Schlimmes passiert? Ich dachte immer, der Sack-Reis fällt um, wenn hier nichts passiert. Wichtig für Feng Shui-Zid ist, dass Dinge nicht nur gefährlich, sondern auch im Einklang sind. Undichte Spülmaschine, undichte Stromkabel. Das sorgt für guten Energiefluss. Und was passiert, wenn man auf den roten Knopf drückt? Das weiß ich nicht mehr, aber bestimmt was Schlimmes. Wenn man auf rote Knöpfe drückt, passiert immer was Schlimmes. Deine 8 Kilo Schnee sind gerade geliefert worden. Was machst du da? Diese Maschine erschafft ein Zeitvakuum, das Hirnaktivität zulässt. So vergeht keine Zeit, während ich mir Gedanken mache und niemandem fällt auf, dass ich für Entscheidungen zu lange brauche. Ich muss nur diesen Knopf drücken und... Okay, das hatte ich nicht klar durchdacht. Okay, das hatte er nicht klar durchdacht. Oh Gott, Herr Riebmann, weshalb haben Sie denn Alligatoren bestellt? Das habe ich nicht bestellt. Aber Sie wollten die Kiste ja unbedingt öffnen. Ich wollte meine Ruhe. Was ist das denn jetzt? Das wird meine Schneelieferung sein. Öffnen Sie die Kiste. Alligatoren haben Angst vor Schnee. Ich hoffe, Sie haben recht, Herr Riebmann. Und Alligatoren haben wirklich Angst vor... Herr Riebmann, machen Sie was. Hier ist alles voll mit Wasser. Und Alligatoren. So viele Bestellungen. Großvater Eduard, Erfinder der Tiefkühlpizza, wäre stolz auf uns. Leider haben wir auch viele Reklamationen. Reklamationen? Irgendjemand nimmt den Schnee aus unseren Kisten und ersetzt ihn durch Wasser. Wir müssen herausfinden, wer so etwas tut. Das ist der größte Blödsinn, den ich jemals... Auf zur Schneefabrik. Irgendwo muss deine Sense ja sein. Gehen wir mal rückwärts durch deinen Tag. Oh ja, rückwärts. Hier wird der Schnee zutage gefördert. Hier habe ich heute Morgen mit der Sense gekuschelt. Dann wird der Schnee in die Kisten gepackt. Dann bin ich aufgestanden und habe mit der Sense den Kleiderschrank aufgemacht. Diese Maschine nagelt die Kisten zu. Aua, 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 aua. Dann habe ich am Kühlschrank geguckt, was ich heute zu tun habe. Dann stellen wir die Kisten an den Briefkasten. Dann habe ich mir mit der Sense ein Marmeladenbrot geschmiert. Mit der total leckeren Erdbeermarmelade, die du selbst gemacht hast. Ach du... Jetzt müssen wir warten, was passiert. Dann war ich hier im Krankenhaus, um mir den Magen auspumpen zu lassen. Und nicht wieder von der total leckeren Erdbeermarmelade essen. Versprochen. Ja. Wir müssen immer noch warten, was passiert. Dann habe ich mir einen Kaffee gemacht und plötzlich kam eine zeitreisende Ente und hat mir meine Sense weggenommen. Was? Was? Oh, deswegen ist meine Sense weg. Verdammte zeitreisende Enten. Zeitreisende Enten klauen unseren Schnee. Und füllen die Kisten wieder mit Wasser. Und füllen die Kisten wieder mit Wasser. Verdammte zeitreisende Enten. Jetzt sitzen wir hier fest, eingefroren in der Zeit. Alleine mit unseren Gedanken. Für immer. Okay, keine Panik. Jede Wette, dass Pickett genau in diesem Moment einen Plan in seinem genialen Gehirn austüftelt. Kuchen. Kuchen. So ein komisches Wort. Boah, jetzt habe ich Lust auf Kuchen. Eine zeitreisende Ente. Wir sind gerettet. Oh, oh nein. Oh. Verdammte zeitreisende Enten. Kuchen! Was war das denn? Verdammte zeitreisende Enten. Schatz, warum sitzen wir hier nochmal am Tisch? Schaut mal nach oben. Nur mit einer Schraube an der Decke befestigt. Boah! Ich würde vorschlagen, wir warten jetzt einfach ein bisschen, bis sich die Schraube löst. Oh ja! Verdammte zeitreisende Enten! Wie gut, dass ich noch die Schneelawine habe! Ah! Ich hatte Schnee bestellt, nicht Wasser!
Und was ist das hier überhaupt? Wer hat denn die Kabel repariert? Ich bin veganer Elektriker. Und was passiert jetzt, wenn man auf den roten Knopf drückt? Ach, was weiß ich. Ruhe! Ich erkläre hiermit die Vollversammlung der zeitreisenden Enten für eröffnet. In der Mappe vor Ihnen finden Sie die Zusammenfassung der heutigen Themen und trockenes Brot, falls Sie Hunger haben. Jam, 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 jam. Trockenes Brot ist lecker! Johnson, bevor wir anfangen, müssen Sie in die Vergangenheit reisen und meine Urgroßmutter davon abhalten, einen Tintenfisch zu heiraten. Geht klar, Chef. Ah, das ist besser. Gute Arbeit, Johnson. Sie sind mein bester Mann. Danke, Chef. Jetzt zum eigentlichen Grund unseres Treffens. Die Klimaerwärmung. Es ist sehr ernst. Die Pole sind geschmolzen und mir ist heute sehr heiß. Dagegen müssen wir etwas tun. Ich habe recherchiert und das hier auf einem alten Video meiner Urgroßmutter gefunden. Willst du, Frank, die hier anwesende Elise... Wie spult man das Ding denn vor? Aber nun hat die Kälteforschung eine neue Wunderwaffe gegen den Dämon Hitze entwickelt. Schnee! Robertson, reisen Sie in die Vergangenheit und besorgen Sie mir etwas von diesem Schnee. In Ordnung, Chef. Und nehmen Sie dafür etwas lauwarmes Wasser mit. Seit der Polschmelze haben wir davon nun wirklich genug. Ja, Chef. Ah, schön kalt. Robertson, Sie sind mein bester Mann. Danke, Chef. Johnson, bevor wir weitermachen, müssen Sie meine Urgroßmutter davon abhalten, einen Alligator zu heiraten. Klar, Chef. Erledigt. Großartig, Johnson. Sie sind mein bester Mann. Nun zurück zur Tagesordnung. Wie soll ich diesen großen Klumpen in mein Wasserglas bekommen, Robertson? Haben Sie darüber schon mal nachgedacht? Nein, Chef. Ich bin schwer enttäuscht, Robertson. Hat irgendjemand hier eine Idee, wie ich diesen gottverdammt großen Klumpen in mein gottverdammt kleines Wasserglas bekomme? Irgendjemand? Ah, herrlich. Johnson, Erickson, Henderson, Michelson, Henriksen, Jefferson, Johnson, Bendixson, Davidson, Mackinson, Vanderson, Saunderson. Sie sind mein bester Mann. Danke, Chef. Jetzt, da wir das Klima wieder im Griff haben, bin ich zu Scherzen aufgelegt. Ich will lachen. Richardson, nehmen Sie diese Kamera und machen Sie damit in der Vergangenheit ein lustiges Foto. Ja, Chef. Haha, das sind ja gar keine Enten. Sehr gut, Richardson. Sie sind mein bester Mann. Danke, Chef. Gut, man soll ja immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Hiermit beende ich also die Vollversammlung der zeitreisenden Enten und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Johnson? Ja, Chef? Anscheinend müssen Sie meine Urgroßmutter davon abhalten, einen... Heiraten Sie meine Urgroßmutter. In Ordnung, Chef. Sie sind mein bester Mann, Johnson. Und jetzt sind Sie auch bald mein Urgroßvater. Ja, Chef. Ich dachte immer schon, dass Sie mir ein bisschen ähnlich sehen. Sie schmeicheln mir, Chef. Bitte, sagen Sie Urenkel zu mir, Urgroßvater. In Ordnung, Urenkel. Aber haben Sie keine Angst vor den Auswirkungen dieses ganzen Zeitkuddelmuddels? Ach, Pappelapapp. Was soll schon passieren?